Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über unser Studium sprechen. Hast du Zeit für ein Gespräch? Ja, natürlich. Ich rede gerne über unsere Fächer und Zukunftspläne. Super. Ich möchte dich nach deinem Studienfach fragen. Was studierst du? Ich studiere Informatik. Ich lerne viele Dinge über Computer, Programmierung und Technologie. Das ist interessant. Warum hast du dich für Informatik entschieden? Ich habe Informatik gewählt, weil ich Technologie liebe. Als ich ein Kind war, habe ich gerne mit Computern gespielt und gelernt, wie sie funktionieren. Ich möchte neue Software entwickeln und Probleme mit Technologie lösen. Das verstehe ich. Ich interessiere mich auch für Technologie, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Informatik studieren sollte. Was lernst du in deinen Kursen? In der Informatik lerne ich viele Fächer. Ich studiere Programmiersprachen wie Python, Java und C++. Ich lerne auch über Algorithmen, Datenstrukturen und Computernetzwerke. Wir haben auch Kurse zur Softwareentwicklung und Webdesign. Das klingt sehr technisch. Denkst du, es ist schwierig, all diese Dinge zu lernen? Am Anfang fiel es mir ein wenig schwer. Ich musste viel üben und an vielen kleinen Projekten arbeiten. Aber jetzt genieße ich die Herausforderung. Ich mag es, Probleme zu lösen und zu programmieren. Je mehr ich übe, desto einfacher wird es. Ich verstehe. Arbeitest du an Projekten mit anderen Studenten? Ja, wir arbeiten oft in Gruppen. Wir haben Projekte, bei denen wir einfache Spiele erstellen, Webseiten gestalten oder Apps entwickeln. Die Zusammenarbeit mit anderen macht Spaß und hilft mir, neue Ideen zu lernen. Das klingt großartig. Ich mag Teamarbeit. Was ist dein Lieblingsfach in der Informatik? Mein Lieblingsfach ist Programmierung 101. Ich lerne, wie man Code schreibt und kleine Programme erstellt. Es gefällt mir, meinen Code auszuführen und ein Problem zu lösen. Das macht mich stolz. Das ist schön. Hast du noch andere Fächer, die dir gefallen? Ja, ich mag auch meinen Kurs über Algorithmen. Wir lernen, wie man Probleme Schritt für Schritt löst. Es ist wie ein Puzzle. Ich genieße es, den besten Weg zu finden, um etwas zu tun. Ich bin neugierig auf die Zukunft. Was möchtest du nach deinem Abschluss machen? Ich möchte Softwareentwickler werden. Ich möchte für ein Technologieunternehmen arbeiten und helfen, neue Apps und Software zu entwickeln. Ich denke auch darüber nach, eines Tages meine eigene Tech-Firma zu gründen. Das ist ein großes Ziel. Glaubst du, dass dein Studienfach dir helfen wird, dieses Ziel zu erreichen? Ja, ich glaube, dass die Informatik mir die Fähigkeiten geben wird, die ich brauche. Ich werde lernen, wie man programmiert, Systeme entwirft und mit Computern arbeitet. Diese Fähigkeiten sind auf dem heutigen Arbeitsmarkt sehr wichtig. Da stimme ich zu. Viele Jobs erfordern heutzutage Computerkenntnisse. Ich denke darüber nach, Wirtschaft oder Ingenieurwissenschaften zu studieren, aber ich bin mir nicht sicher. Sowohl Wirtschaft als auch Ingenieurwissenschaften sind gute Wahlmöglichkeiten. Wenn du Technologie und Problemlösung magst, könntest du auch überlegen, ein Nebenfach in Informatik zu wählen oder ein paar Programmierkurse zu belegen. Das ist eine gute Idee.
ich möchte mehr über Computer lernen, auch wenn ich kein Informatikstudium mache. Du kannst Wahlfächer belegen. Viele Studenten machen einen kurzen Kurs in Programmierung oder Webdesign. Das hilft ihnen, Technologie besser zu verstehen. Ja, ich habe einige Wahlkurse im Katalog gesehen. Vielleicht probiere ich im nächsten Semester einen Einführungskurs in Programmierung aus. Das ist ein großartiger Plan. Selbst ein wenig Wissen in Programmierung kann sehr nützlich sein. Es kann dir in jedem Bereich helfen, weil Technologie überall ist. Ich stimme zu. Ich möchte für die Zukunft vorbereitet sein. Hast du einen Rat für jemanden, der darüber nachdenkt, Informatik zu studieren? Mein Rat ist, viel zu üben und keine Angst vor Fehlern zu haben. Wenn du programmierst, wirst du Fehler machen. Das ist normal. Lerne aus deinen Fehlern und mach weiter. Das ist ein guter Rat. Ich werde daran denken, wenn ich mich entscheide, einen Programmierkurs zu belegen. Außerdem versuche an kleinen Projekten außerhalb des Unterrichts zu arbeiten. Du kannst eine einfache Webseite erstellen, ein Spiel entwickeln oder sogar ein kleines Programm schreiben. Projekte helfen dir zu lernen und machen das Fach interessant. Ich mag die Idee, an Projekten zu arbeiten. Das klingt kreativ und spannend. Ja, es ist sehr lohnend. Du siehst, wie deine Arbeit zum Leben erweckt wird, und das gibt dir Selbstvertrauen. Tom, denkst du, dass Informatik ein gutes Studienfach für die Zukunft ist? Ja, ich denke, Informatik ist sehr wichtig. Technologie wächst schnell. Viele Jobs in der Zukunft werden Computerkenntnisse benötigen. Wenn du Informatik studierst, bereitest du dich auf einen guten Job vor und hilfst, die Welt mit Technologie zu verbessern. Das macht Sinn. Ich möchte einen Job, der interessant ist und gute Möglichkeiten bietet. Ich werde mehr über Informatik und meine Optionen nachdenken. Ich freue mich, meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Was auch immer du wählst, ich weiß, dass du hart arbeiten und erfolgreich sein wirst. Danke, Tom. Ich schätze deinen Rat und deine Zeit heute. Gern geschehen, Alice. Ich rede gerne mit dir über unser Studium und unsere Zukunft. Ich habe noch eine Frage. Was ist der herausforderndste Teil des Studiums der Informatik für dich? Für mich ist der herausforderndste Teil, neue Programmiersprachen und Konzepte zu lernen. Manchmal funktioniert der Code nicht und ich fühle mich frustriert. Aber ich lerne, geduldig zu sein und meinen Code Schritt für Schritt zu debuggen. Ich verstehe. Debugging klingt schwierig, aber es gehört zum Lernen dazu. Ja, das tut es. Ich versuche es als Puzzle zu sehen. Jeder Fehler ist ein Hinweis, der mir hilft, mich zu verbessern. Ich verbringe Zeit mit Lesen, Üben und Fragen stellen. Das macht mich besser im Programmieren. Ich bewundere deine Einstellung. Du siehst Herausforderungen als Chancen zum Lernen. Genau. Ich glaube, dass jede Herausforderung mich stärker macht. Ich versuche jeden Tag etwas Neues zu lernen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, während ich meine Kurse plane. Ich möchte ein Studienfach wählen, das herausfordernd, aber auch spannend ist. Was auch immer du wählst, denk daran, dass harte Arbeit und eine positive Einstellung der Schlüssel zum Erfolg sind. Danke für deine Ermutigung, Tom. Ich fühle mich sicherer, neue Fächer zu erkunden. Ich freue mich, helfen zu können. Wenn du weitere Fragen zur Informatik oder zu einem anderen Studienfach hast, frag mich jederzeit gerne. Das werde ich, Tom. Ich schätze unser Gespräch heute wirklich. Es hat mir viele Gedanken gegeben. Mir auch, Alice. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir, über meine Ziele und mein Studium nachzudenken.
Bevor wir unser Gespräch beenden, kannst du mir ein wenig über deinen Alltag als Informatikstudent erzählen? Klar, ich habe morgens und manchmal nachmittags Unterricht. Ich besuche Vorlesungen, arbeite an Aufgaben und lerne in der Bibliothek. Ich verbringe auch Zeit mit Programmieren zu Hause. Das klingt beschäftigt. Wie managst du deine Zeit? Ich benutze einen Planer, um meine Kurse, Hausaufgaben und Freizeit zu organisieren. Ich versuche jeden Tag ein wenig zu lernen, damit ich nicht überfordert werde. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich muss meine Zeit auch besser planen. Planung ist wichtig. Sie hilft mir, mein Studium, meine Hobbys und mein Sozialleben im Gleichgewicht zu halten. Welche Hobbys hast du neben dem Studium? Ich spiele gerne Videospiele, lese Science-Fiction-Bücher und gehe spazieren. Manchmal trete ich einem Programmierclub mit meinen Freunden bei. Das klingt nach Spaß. Ich lese und spiele auch gerne. Ja, viele Informatikstudenten genießen Spiele, weil sie kreativ sind und den Verstand herausfordern. Aber es ist auch wichtig, Pausen zu machen und anderen Aktivitäten nachzugehen. Da stimme ich zu. Balance ist der Schlüssel zu einem glücklichen Studentenleben. Genau. Ich versuche jeden Tag Zeit für meine Hobbys zu finden. Das macht das Studium angenehmer. Danke, dass du deinen Alltag mit mir geteilt hast, Tom. Es hilft mir zu verstehen, wie es ist, Informatik zu studieren. Gern geschehen, Alice. Ich freue mich, meine Erfahrungen zu teilen. Ich hoffe, du findest den richtigen Weg für dein Studium. Ich werde sorgfältig über meine Entscheidungen nachdenken. Unser Gespräch heute hat mir viele Ideen gegeben. Ich freue mich, das zu hören. Denk daran, was auch immer du wählst, ich glaube, du wirst es gut machen. Danke, Tom. Ich schätze deine Unterstützung und deine Freundschaft. Du bist immer willkommen, Alice. Lass uns weiterhin über unser Studium und unsere Träume sprechen. Es ist gut, Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen. Ja, da stimme ich zu. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich lasse dich wissen, wenn ich mich entscheide, einen Informatikkurs oder ein anderes neues Fach zu belegen. Bitte tu das. Ich bin immer hier, um dir zu helfen und meine Gedanken zu teilen. Danke nochmal für deine Zeit heute. Ich habe viel über Informatik und deinen Alltag als Student gelernt. Gern geschehen, Alice. Ich habe unser Gespräch genossen. Es ist immer schön, mit dir zu reden. Ich sehe dich morgen im Unterricht. Hab einen tollen Tag und viel Erfolg beim Lernen. Danke, Alice. Hab auch einen wunderbaren Tag. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo, wenn ich ankomme. Wir haben uns gestern zum ersten Mal Hallo gesagt. Studium. Studium. Mein Studium beginnt im Oktober. Das Studium ist sehr spannend. Ich habe viel über mein Studium gelernt. Studienfach. Studienfach. Mein Studienfach ist Biologie. Ich wähle ein neues Studienfach. Das Studienfach interessiert mich sehr. Informatik. Informatik. Informatik ist ein spannendes Fach. Ich studiere Informatik an der Universität. Informatik hilft uns, Probleme zu lösen. Programmierung. Programmierung. Die Programmierung ist spannend. Ich lerne die Grundlagen der Programmierung. Programmierung hilft, Software zu entwickeln.
Technologie. Technologie. Technologie verändert unser Leben. Die neue Technologie ist sehr spannend. Wir lernen viel über Technologie in der Schule. Software. Software. Die Software ist sehr nützlich. Ich installiere die neue Software. Die Software benötigt ein Update. Algorithmen. Algorithmen. Algorithmen sind wichtig für die Informatik. Viele Apps verwenden komplexe Algorithmen. Wir lernen, wie Algorithmen funktionieren. Datenstrukturen. Datenstrukturen. Datenstrukturen sind wichtig in der Programmierung. Wir lernen verschiedene Datenstrukturen im Kurs. Gute Datenstrukturen verbessern die Effizienz. Computernetzwerke. Computernetzwerke. Computernetzwerke verbinden viele Geräte miteinander. Die Sicherheit von Computernetzwerken ist sehr wichtig. In der Schule lernen wir über verschiedene Computernetzwerke. Herausforderung. Herausforderung. Die Herausforderung ist schwierig. Ich liebe jede Herausforderung, die kommt. Wir müssen die Herausforderung gemeinsam meistern. Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit ist wichtig für den Erfolg. Wir fördern die Zusammenarbeit im Team. Eine gute Zusammenarbeit verbessert die Ergebnisse. Kurse. Kurse. Ich besuche einen Kurs für Deutsch. Der Kurs beginnt um 9 Uhr. Sie hat einen Kurs in Mathematik. Debugging. Debugging. Das Debugging ist ein wichtiger Schritt in der Programmierung. Beim Debugging sucht man nach Fehlern im Code. Effektives Debugging spart Zeit und verbessert die Softwarequalität. Einstellung. Einstellung. Die Einstellung ist wichtig für den Erfolg. Seine Einstellung zur Arbeit ist positiv. Eine gute Einstellung kann vieles verändern. Chancen. Chancen. Die Chancen sind gut. Ich sehe viele Chancen für dich. Nutze deine Chancen, wenn sie kommen. Planer. Planer. Ich benutze einen Planer für meine Termine. Der Planer hilft mir, meine Aufgaben zu organisieren. In meinem Planer schreibe ich wichtige Notizen. Hobbys. Hobbys. Ich habe viele Hobbys. Meine Hobbys sind Lesen und Malen. Hobbys machen das Leben interessanter. Balance. Balance. Die Balance ist wichtig für das Gleichgewicht. Ich versuche, die Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu halten. Eine gute Balance verbessert die Gesundheit. Videospiele. Videospiele. Ich spiele gern Videospiele. Videospiele machen Spaß. Meine Freunde mögen Videospiele. Wie nennt Tom sein Lieblingsfach in der Informatik? Was plant Tom nach seinem Abschluss zu werden? Was studiert Tom? Warum hat Tom Informatik gewählt?
Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.